Nachdem ihr eine Kette angeschlagen habt, eine Basisreihe für euer Projekt, durchgezählt teilbar durch 6 plus eine Masche mehr fürs Endstäbchen, kommen wir nun zur Reihe 1. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen, wenden, machen einen Umschlag, lassen die erste und die zweite Masche frei, stechen in die dritte ein und häkeln dort 5 Stäbchen hinein. Nach den 5 Stäbchen machen wir einen Umschlag, achten dabei darauf, dass diese Masche belegt ist, zählen wieder 1 und 2 und stechen in die dritte freie Masche ein und häkeln dort ein Stäbchen hinein. Umschlag, erste und zweite Masche freilassen, in die dritte einstechen und dort 5 Stäbchen hineinhäkeln. Zwei Maschen freilassen und wieder in die dritte ein einzelnes Stäbchen. Umschlag, 2 Maschen freilassen und in die dritte 5 Stäbchen in diese eine Masche. Zwei Maschen freilassen und ein Stäbchen in die dritte Masche. 2 Maschen freilassen und 5 Stäbchen in die dritte Masche häkeln. Danach wieder 2 Maschen freilassen und ein einzelnes Stäbchen. Und dann sollte es so aussehen und so häkeln wir jetzt immer im Wechsel die Reihe durch bis zum Ende. Und am Ende der Reihe, nachdem wir den letzten Fächer aus 5 Stäbchen gehäkelt haben, lassen wir nochmal 2 Maschen frei und stechen in die dritte und letzte Masche ein und häkeln dort ein Stäbchen und haben somit Reihe 1 fertig. Kommen wir zur Reihe 2. Reihe 2 beginnt mit 3 Steigeluftmaschen und 2 zusätzlichen Stäbchen direkt am Fuß in die erste Masche, also der Steigeluftmasche der Vorreihe, einstechen und dort 2 Stäbchen hineinhäkeln, sodass wir optisch mit den Steigeluftmaschen 3 Stäbchen haben. Danach machen wir einen Umschlag und stechen in das mittlere Stäbchen des Fächers der Vorreihe ein und häkeln dort ein einzelnes Stäbchen hinein. Umschlag. Danach gehen wir in das einzelne Stäbchen der Vorreihe, stechen dort ein und häkeln 5 Stäbchen in diese eine Masche. Nach den 5 Stäbchen wieder in die mittlere Masche des Fächers der Vorreihe ein einzelnes Stäbchen hineinhäkeln. Danach in das einzelne Stäbchen der Vorreihe einstechen und wieder 5 Stäbchen in diese eine Masche häkeln.
Darauf wieder in die Mitte des Fächers der Vorreihe ein einzelnes Stäbchen. Und so sollte es dann aussehen und so im Wechsel die restliche Reihe. Und am Ende der Reihe in den letzten Fächer der Vorreihe in die Mitte ein Stäbchen häkeln, danach einen Umschlag und wir stechen in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt ein und häkeln 3 Stäbchen in die Steigeluftmaschen der Vorreihe und haben somit einen geraden Abschluss und Reihe 2 beendet. Kommen wir zur Reihe 3. Reihe 3 beginnt wieder mit 3 Steigeluftmaschen und wir häkeln mit einem Umschlag in das einzelne Stäbchen der Vorreihe 5 Stäbchen hinein, sodass wir wie in Reihe 1 direkt am Anfang einen Fächer gehäkelt haben. Danach einen Umschlag und auch hier wieder in die Mitte des Fächers der Vorreihe ein Stäbchen häkeln. Umschlag, in das Stäbchen der Vorreihe einstechen und dort wieder einen Fächer aus 5 Stäbchen hineinhäkeln. Dann kommt wieder ein Stäbchen in die Mitte des Fächers und einen Fächer in das einzelne Stäbchen der Vorreihe. Und dann sollte es so aussehen. Und so nun bis zum Ende. Und am Ende der Reihe, nachdem wir den letzten Fächer in das Stäbchen der Vorreihe gehäkelt haben, machen wir einen Umschlag und stechen in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt ein und beenden die Reihe mit einem Stäbchen. Und das war Reihe 3. Kommen wir zur Reihe 4, die wieder wie Reihe 2 ist. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen, machen einen Umschlag und stechen direkt am Fuß in der Steigeluftmasche der Vorreihe ein und häkeln 2 zusätzliche Stäbchen direkt in den Anfang, um einen halben Fächer zu häkeln. Danach einen Umschlag und in die Mitte des Fächers der Vorreihe einstechen und ein Stäbchen häkeln. Danach kommt ein Fächer in das einzelne Stäbchen der Vorreihe aus 5 Stäbchen. Und wieder ein einzelnes Stäbchen in die Mitte des Fächers. Danach wieder ein Fächer in das einzelne Stäbchen der Vorreihe häkeln aus 5 Stäbchen. Und ein einzelnes Stäbchen in die Mitte des Fächers der Vorreihe. Und dann sollte es so aussehen. Und so nun bis zum Reihenende. Und am Reihenende häkeln wir noch ein einzelnes Stäbchen in den großen Fächer der Vorreihe und beenden die Reihe, indem wir in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt einstechen und dort 3 Stäbchen hineinhäkeln, sodass wir einen schönen
geraden Abschluss haben. Und das war Reihe 4. Und das ist das eigentliche Muster, bestehend aus 2 Reihen. Die erste Reihe beginnt mit einem Stäbchen und dann noch einem Fächer. Es werden immer 2 Maschen dazwischen freigelassen, daher teilbar durch 6 und eine Masche mehr, damit ihr auch am Ende ein Endstäbchen häkeln könnt. In der zweiten Reihe beginnen wir mit einem halben Fächer am Anfang und beenden auch mit einem halben Fächer und verschieben somit einfach nur das Muster. Reihe 3 ist dann Reihe 1 und Reihe 4 ist Reihe 2. Ich hoffe, euch macht dieses Muster genauso viel Spaß wie mir und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.